Hallo, im letzten Video habe ich ein neues Projekt im Helios angelegt. Man sieht es hier. Und ich möchte jetzt eine neue Konstruktion in diesem Projekt ablegen. Das heißt, wir haben hier ein neues Projekt erzeugt und der nächste Schritt wäre hier eine neue Konstruktion mit einem neuen Artikelstamm anzulegen. Das heißt, im Grunde genommen klicke ich hier auf den Button. Die bestehende Konstruktion möchte ich natürlich nicht speichern. Und wenn man mit Helios arbeitet, dann kommt hier als erstes immer die Artikelmaske. Man muss sich das so vorstellen, man legt einen Artikel an und zu diesem Artikel kommt ein Dokument, sprich die Konstruktionszeichnung. In diesem Fall kontrolliere ich hier nochmal, ob hier die richtige Projektnummer vorhanden ist. Wenn dies nicht vorhanden wäre, dann müsste ich hier unter Verwaltung BIM dieses Projekt aktivieren, damit ich auch wirklich im richtigen Projekt bin. Sprich, ich starte hier nochmal die Funktion und gebe hier einen übergeordneten Begriff ein. Das heißt, ich möchte hier eine Fassade zeichnen. Diese Masken sind, so wie auch schon gesagt, immer mit Vorbelegungen auch zu definieren. Das heißt, hier beim sogenannten Artikelmaske trage ich im Normalfall relativ wenig ein. Außer wenn ich extern referenziere, dann gebe ich hier den Überbegriff ein. Mit OK wird mir mein Artikel erzeugt und hier sieht man dann meine Masken, die ich hier definiert habe, wo ich hier auch den Namen meiner Zeichnung angebe. Diese können natürlich nachträglich beliebig geändert werden. Ich könnte hier bereits eine Zeichnungsnummer eintragen, einen Bauabschnitt oder Fertigungsabschnitt, je nachdem wie ich arbeite. Und diese ganzen Texte und Bemerkungen werden natürlich automatisch auf dem Schriftfeld ausgegeben. Hier habe ich noch einen kleinen Haken Positionierung. Das heißt, ich kann hier auch noch definieren, möchte ich in dieser Konstruktion eine Gleichteilsuche erzeugen oder nicht. Im Grunde genommen sage ich jetzt so, in kleineren Konstruktionen wird dieser Haken normalerweise standardmäßig drinnen sein. In der Grundauslieferung ist dieser Haken auch standardmäßig gesetzt. Nur dadurch ich sehr oft im Bauabschnitt oder Fertigungsabschnitt arbeite, möchte ich hier diesen Haken Positionierung dann setzen, wenn ich ihn wirklich benötige. Deswegen ist er auch bei mir in meinen Masken standardmäßig nicht aktiviert. Hier gibt es auch noch einen kleinen Punkt. Dieser Haken hat 3 Optionen. Im Grunde genommen, so wie jetzt Nein, Ja, Ja und Nein. Deswegen die 3 Optionen, wenn ich in weiterer Hinsicht nach Modellen suchen möchte, dann kann ich hier auswählen, soll das Modell oder die Konstruktion mit dem Haken, also sollen sie Positionsmodelle sein, die ich suchen will oder nicht, oder soll es egal sein. Und mit OK wird mir hier natürlich diese Konstruktion angelegt. Hier kommt natürlich die Teile-Attribute-Maske, welche die Hauptbaugruppe widerspiegeln. Hier gebe ich auch noch den Namen ein und schreibe hier einfach was dazu, damit man sieht, was jetzt passiert. Das heißt, bei Änderung übernehmen steht natürlich dieser Name hier an der Hauptbaugruppe und wenn ich dies natürlich speichere, ist diese Konstruktion im Helios vorhanden. Hier sieht man natürlich auch noch, dass hier, obwohl ich vorher Fassade an die Normbezeichnung geschrieben habe, mir hier die Normbezeichnung, also sprich die Sachnummer hier standardmäßig an die Normbezeichnung übertragen wird. Das heißt, hier kann ich natürlich auch die Übertragungen noch weiter steuern, was im Normalfall eher, sage ich jetzt mal, im Standardbereich eher selten benötigt wird. Jedoch hier diese Werte fülle ich natürlich standardmäßig immer aus, weil je mehr ich Werte oder Attribute vergebe, umso besser kann ich natürlich die Sachen danach suchen
und weiterverwenden.